Assalamu alaikum, ihr Lieben. Willkommen auf meinem Kanal zu einem neuen Gesundheitsvideo von mir. Heute stellen wir inshallah ein altes Hausmittel gegen Husten her. Es ist denkbar einfach herzustellen und hat darüber hinaus auch noch andere positive Wirkungen für die Gesundheit. Wir benötigen dafür nur insgesamt 4 Zutaten. 3 der Zutaten sehen wir hier schon: die rote Zwiebel, der Bio-Ingwer und Salbei. Und dann benötigen wir noch den Bio-Honig. Das Standardrezept besteht nur aus Zwiebeln und Honig, denn die bekannteste Wirkung von Zwiebelsaft ist seine hustenlindernde, denn die Inhaltsstoffe wie Flavonoide und ätherisches Öl beruhigen die Bronchien und bekämpfen Entzündungen. Der Honig wirkt ebenfalls beruhigend auf die Schleimhäute. Gibt man dann noch Heilkräuter wie Salbei hinzu und den antibiotisch wirkenden Ingwer, verstärkt sich die Wirkung des Zwiebelsaftes zusätzlich. Ich benutze hier jetzt den mexikanischen Biohonig, weil ich von dem noch 1/3 im Glas übrig hatte. Dann kommt noch ein Stück Bio-Ingwer hinzu, eben der Salbei, wie schon gesagt, und die roten Zwiebeln. Zwiebeln zeichnen sich grundsätzlich durch ihren hohen Polyphenolgehalt aus. Die roten Zwiebeln jedoch übertreffen diese sogar, denn in ihnen sind 2-mal so viele Antioxidantien enthalten wie in jeder anderen Art von Zwiebeln. In ihnen sind 7 verschiedene Flavonoide enthalten, zu den wichtigsten zählen Quercetin und Anthocyanin. Deshalb sind sie ein sehr hilfreiches Lebensmittel bei allen gesundheitlichen Problemen, insbesondere bei chronischen Entzündungen. Das Glas besteht zu 1/3 aus dem Honig und die restlichen 2/3 machen jetzt eben diese 2 roten Zwiebeln aus, das Stück Bio-Ingwer, was wir hier fein gerieben haben, und den Salbei. Man könnte auch die Zwiebeln anstelle von in kleinen Würfeln zu schneiden, fein reiben. Und dann wird diese Mischung einfach gründlich durchgerührt und gut mit dem Honig vermischt. Und sobald wir das getan haben, wird diese Mischung dann an einen dunklen, warmen Ort gestellt für mindestens 12 Stunden. In dieser Zeit wird der Honig dann ganz flüssig, weil er den Saft und die wertvollen Inhaltsstoffe den Zwiebeln und dem Ingwer entzieht. Aber auch der Salbei gibt dann durch das Einweichen in dieser Flüssigkeit seine Inhaltsstoffe ab. Ich habe mir das Glas dann wie immer in meinen dunklen Abstellraum gestellt, auf den kleinen Gefrierschrank, der oben etwas Wärme abgibt. Am nächsten Tag kann man dann schon sehen, wie der Honig flüssig geworden ist. Und jetzt gibt es nichts weiter zu tun, als einfach den gesamten Inhalt hier des Glases durch ein Sieb zu pressen. Wir rühren vorher nochmal gut um, bevor wir dann alles durch ein Sieb pressen. Zuerst lassen wir den gebildeten Saft gut abfließen hier, bevor wir dann die festen Zutaten durch das Sieb pressen werden. Damit die Prozedur etwas einfacher und schneller geht, könnte man natürlich einen größeren Behälter und ein größeres Sieb verwenden. Aber sobald wir dann wirklich alles gut abgesiebt und durchgepresst haben, ist unser tolles Hausmittel, der Hustensaft, auch schon fertig. Mashallah. Den übrig gebliebenen Trester könnte man einfach bei der Herstellung der grünen Säfte im Slow Juicer mit verpressen. Der Hustensaft ist natürlich besonders gut für Kinder geeignet, denn er schmeckt auch noch besonders lecker und das Risiko einer Überdosierung besteht im Gegensatz zu vielen Hustenpräparaten aus der Apotheke nicht. Selbst wenn man keinen Husten hat, könnte man sich dieses tolle Hausmittel herstellen, weil es auch noch sehr viele andere gesundheitliche Auswirkungen auf den Organismus hat. Ich selber stelle mir diese gesunde Flüssigkeit nicht für den Husten her, weil ich den schon lange nicht mehr hatte, Alhamdulillah, sondern einfach, um ihn in meinen lauwarmen Tee jeden Tag zu geben oder ihn auch für die Salatsauce zu verwenden oder in den täglichen Lubrikator zu geben. Die Zwiebeln in diesem Hustensaft wirken eben sehr stark schleimlösend, aber auch der Salbei tut dies und kann dafür sorgen, dass der festsetzende Schleim besser abgehustet wird. Die in Zwiebeln vorkommenden Schwefelverbindungen hemmen außerdem das Bakteriumwachstum. Das aus der genannten Schwefelverbindung entstehende Cystein wird außerdem für den Aufbau des körpereigenen Superentgifters namens Glutathion benötigt. Glutathion ist ein starkes Antioxidant, das Zellmembranen und körpereigene Proteine vor Angriffen durch freie Radikale schützt. Es fördert außerdem die Ausleitung von Schwermetallen und anderen Problemstoffen, weshalb Zwiebeln auch sehr stark entgiftend sind. Der antibakteriell wirksame Ingwer kann uns vor Infekten schützen und uns helfen, gesund durch den Winter zu kommen. Dabei wärmt die heilende Wurzel von innen, fördert die Durchblutung und stärkt dadurch die Abwehr. Liebste Grüße, Salam alaikum, eure Mariam.